bist, was du isst. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und darin steckt viel Wahres. Denn Ernährung ist nicht bloß Nahrungsaufnahme. Im Gegenteil, sie ist in hohem Maße kulturell geprägt. Wie wir essen, mit wem wir essen, was wir essen oder auch, was wir nicht essen dürfen. Ernährung ist Kultur. In diesem Video dreht sich alles um Esskultur, genauer um den Veganismus. Das ist ein Ernährungsstil, der auf tierische Produkte verzichtet und der damit auch so einige Konflikte auslöst. Was man oft mitkriegt, ist, dass man halt den Ruf hat, so als Veganer sich immer direkt als was Besseres zu fühlen, weil man denkt, hier, ich bin jetzt was Besseres als du, weil ich jetzt kein Fleisch esse und man sich dann auf ein Podest irgendwo stellt. Wir wollen uns aus kulturwissenschaftlicher Perspektive anschauen, warum Ernährung so umkämpft ist und wie sich Menschen für einen bestimmten Ernährungsstil entscheiden, zum Beispiel für Veganismus. Wir, das sind Studierende der Uni Würzburg aus dem Studiengang Empirische Kulturwissenschaft. Wir wollen zeigen, dass Essen ziemlich viel über unser Zusammenleben aussagt. Ernährung zählt zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Sie leitet unsere ersten sozialen Erfahrungen ein. Nahrungsaufnahme ist der Kontakt mit den Personen, die sich um uns als Babys kümmern. Über das Essen findet immer eine Interaktion mit der Welt statt. Dabei offenbart Ernährung vieles über uns. Beispielsweise, welche Vorlieben wir haben, wer Teil unserer Gemeinschaft ist und mit wem wir unser Essen und unsere Gewohnheiten teilen. Der Ernährungsforscher und Kulturwissenschaftler Ulrich Tolksdorf schreibt: Zwischen Bedürfnis, Hunger und Befriedigung, Essen und Trinken setzt der Mensch das ganze kulturelle System der Küche. Der Mensch befriedigt demnach seine organischen Bedürfnisse fast ausschließlich mit tradierten, erlernten, das heißt kulturellen Methoden. Dass wir Ernährungsgewohnheiten erlernen und verinnerlichen, ist das Ergebnis einer beständigen Enkulturation. Das heißt, wir sind durch Kultur auf bestimmte Weise geprägt. Sie umfasst unsere gesamte Lebensweise. Für die empirische Kulturwissenschaft ist Kultur nicht nur Kunst oder Erziehung. Sie drückt sich beispielsweise auch darin aus, welche Werte wir vertreten. Und Kultur zeigt sich im ganz gewöhnlichen Alltagshandeln, wie beispielsweise im Essen. Was bedeutet Essen für Personen, die sich für einen bestimmten Ernährungsstil entschieden haben? Was sagen VeganerInnen über ihre Beweggründe? Es war zuerst eine Geldfrage, dann war es eine gesundheitliche Sache, dass ich einfach gemerkt habe, es gefällt mir viel besser. Den Käse sozusagen habe ich zuerst sehr vermisst, aber gemerkt, dass mein Körper den eigentlich auch langsam überhaupt nicht mehr verwerten kann, leider. Ich glaube, es gab nicht wirklich den einen Grund. Ich glaube, ganz am Anfang, als ich noch zu Hause gelebt habe, bei meinen Eltern, da wollte ich das mal ausprobieren, weil ich mal so durch Zufall von irgendeinem Fitness-YouTuber gesehen habe, dass er halt durch Vegane viel bessere Leistungssteigerung hatte. Und das fand ich halt irgendwie interessant, weil ich halt auch immer schon sehr sportaffin war. Ich glaube, die wirkliche Überzeugung, dass man es dann auch länger macht, ist dann schon irgendwo das Tierwohl. Vor allem die Umwelt und natürlich die Tiere, Tierschutz und so weiter. Kultur bedeutet, sich mit der Welt um uns herum auseinanderzusetzen. Also auch mit Tieren und Pflanzen. Unsere Interviews zeigen, dass VeganerInnen sich viele Gedanken um Tierwohl, Nachhaltigkeit oder Gesundheit machen. Im Essen spiegelt sich also das Verhältnis, das Menschen zur Welt haben. Und dieses Verhältnis hat sich in den letzten Jahren verändert. Mehr Menschen ernähren sich heute vegan oder auch vegetarisch. Studien belegen, der Trend geht steil aufwärts. Mit steigender Nachfrage wächst auch das Angebot an veganen Gerichten. Wie hier in der Mensa der Uni Würzburg. Wie wir als Einzelne unseren Alltag gestalten, hat schließlich auch Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Viele Menschen können gemeinsam kulturellen Wandel einfordern. Ein einfaches Beispiel. Wenn viele Menschen beschließen, bestimmte Lebensmittel nicht mehr zu essen, schlägt sich das irgendwann im Angebot nieder. Apropos kultureller Wandel. Siegel wie die Veganblume der Vegan Society oder das V-Label sind Teil einer neueren Entwicklung. Sie schreiben Produkten die Bedeutung zu, vegan zu sein. Und die Produkte können so, zum Beispiel im Supermarkt, leichter erkannt werden.
Und an diesem Vegan-Siegel kann ich jetzt erkennen, dass das Produkt auf jeden Fall zu 100% vegan ist. Und so muss ich nicht die ganzen Zutaten auf der Rückseite lesen. Damit stellen sie eine Ordnung her und machen deutlich, dass wir Kultur immer in Zeichen organisieren. Zeichen und Symbole schaffen Ordnung und helfen den Menschen zurechtzukommen. Je mehr sie eingesetzt werden, desto vertrauter werden sie uns. Daher ist es keine Überraschung, dass dort, wo Dinge neu sind, wo also Wandel geschieht, Menschen erstmal misstrauisch sind. Bei veganer Ernährung ist das auch so. Es gibt einige Stimmen, die dagegen sind. Vor allem auf Social Media kriegt man das mit. Woher kommt diese Ablehnung? Einen Erklärungsansatz bietet der Kulturpsychologe Jürgen Straub. Er schreibt: Anderes und Fremdes, zumal wenn es mit irgendeiner Art von impliziter Aufforderung oder expliziter Aufforderung einhergeht, sich selbst zu ändern, kann die Betroffenen ängstigen und überfordern. Veganismus ist ein eher neueres Phänomen. Zumindest in der Verbindung mit Themen wie Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und weil eben oft suggeriert wird, dass das die bessere Ernährungsform sei, fühlen sich andere Menschen moralisch unter Druck gesetzt. Solche Diskussionen zeigen: Zu Kultur gehören Auseinandersetzungen, Differenzen und Konflikte. Erst durch solche Aushandlungsprozesse können Veränderungen überhaupt stattfinden. Ohne Aushandlung also kein Wandel. Zugegeben, es ist auch gar nicht so einfach, sich vom gewohnten Geschmack zu lösen. Erklären lässt sich das unter anderem durch den sogenannten Geschmackskonservatismus. Das heißt, wir alle haben Geschmacksvorlieben. Oft beruhen sie auf Prägungen aus unserer Kindheit. Und die behalten wir, zumindest in Teilen, ein Leben lang bei. Denn das gibt uns Sicherheit und Orientierung. Geschmackskonservatismus wäre ein Grund für die Ablehnung gegenüber Neuem. Das wäre eine mögliche Erklärung für die Vorbehalte gegenüber veganer Ernährung. Also ich glaube, so ein typisches Vorurteil, was halt jeder sagt, der, wenn man jetzt einem irgendwas von einem Vegan erzählt, dann kommt natürlich das Erste: ja, das ist ja nicht natürlich, ja, weil man sagt, von Natur aus ist es ja gewollt, dass man Fleisch isst, weil man ja sonst so klassisch so einen Vitamin B12-Mangel bekommt. Ich habe das Gefühl, eben ehrlich gesagt, bei mir und meinem Freundeskreis ist es so, dass wir eigentlich immer so: ach ja, wir wollen es eigentlich den Leuten nicht so erzählen, dass wir vegan sind, weil dann immer eine Diskussion entsteht, die aber nicht eigentlich von uns angezettelt ist. Also was ich letztes Mal gehört habe, das fand ich eigentlich ich sage jetzt mal, lustig ist vielleicht das falsche Wort, aber zum Beispiel, dass Veganer ja, sage ich mal, auch nicht wirklich vegan sind, weil ja durch die vegane Ernährung auch Tiere sterben. Das stimmt bestimmt irgendwo, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dass vielleicht mal irgendwelche Insekten bei der Produktion sterben. Trotz aller Konflikte sorgt Ernährung aber nicht nur für Spaltung. Über Ernährung entstehen auch Gemeinschaften. Es ist so eine kleine Verbundenheit auch mit FreundInnen zum Beispiel, weil wir dadurch sehr, sehr viel zusammen kochen, was ich total schön finde. Und ganz viele neue Rezepte ausprobieren. Und seitdem es jetzt so viele verschiedene neue Ersatzprodukte gibt, zum Beispiel, wir haben seit Monaten vor, dass wir mal abends eine Brotzeit machen. Ernährung ist Kultur. Und Kultur verstehen wir in der empirischen Kulturwissenschaft als Prozess der Verständigung. Menschen handeln untereinander aus, nach welchen Regeln sie ihr soziales Leben gestalten wollen. Und das kann man auch an neuen Ernährungsformen wie dem Veganismus sehen. Vegane Ernährung ist beispielsweise mit bestimmten Werten verbunden. Da kann es um Tierwohl, Nachhaltigkeit und Gesundheit gehen. Menschen schließen sich über solche gemeinsamen Themen zusammen. Sie organisieren sich über ein System von Zeichen und Symbolen, beispielsweise dem Vegan-Siegel, das vegane Produkte kennzeichnet. Aber Menschen streiten sich auch mit denen, die ihren Zugang zur Welt nicht teilen. Und um vegane Ernährung gibt es viele Diskussionen. Das heißt, Zustimmung genauso wie Ablehnung. An solchen Konfliktlinien wird Kultur verhandelt. Durch neue Sichtweisen und eben auch durch veränderte Essgewohnheiten entstehen Aushandlungsprozesse. Und die bedeuten immer kulturellen Wandel. Wir entwickeln uns also ständig weiter und Ernährung ist ein Teil davon.